gemütlicher Platz am Lagerfeuer. Not lehrt beten. Ich glaube, dass dieser Satz richtig ist. Wenn es einem Menschen schlecht geht, ist er im Regelfall offener für Gott, für sein Wort und das Gebet. So gesehen sind Zeiten der Not auch immer Gnadenzeiten. Hört sich komisch an, ist aber so. Das Gegenteil gilt leider auch. Wenn es uns gut geht, sind wir oft meilenweit von Gott entfernt. Wir vergessen ihn, beten weniger und kümmern uns mehr um unseren eigenen Kram. Viele haben schon gemerkt, dass es an so manchen Tagen nur die Routine ist, die uns Gottes Präsenz wieder ins Bewusstsein ruft. Das Beten zu festen Zeiten, das Bibellesen, die stille Zeit. Es ist wichtig, dass wir solche Routinen haben, denn auf unseren bewussten Verstand können wir uns nicht verlassen, wenn es darum geht, an Gott zu denken. Apropos an Gott denken. Lasst uns den Gedanken mal weiterspinnen. Warum will Gott eigentlich, dass wir ihn an die erste Stelle in unseren Gedanken und damit auch unserem Reden und Handeln stellen? Warum will er das Wichtigste in unserem Leben sein, wichtiger als alles andere? Braucht er unsere Aufmerksamkeit? Ist Gott jemand, der um unsere Liebe buhlt, der eifersüchtig ist auf alles, was ihm die Show stiehlt? Ist Gott gar ein Narzisst? Die Frage ist so provokant gestellt, dass die Antwort für jeden Hörer auf der Hand liegt. Natürlich nicht. Wenn Gott etwas will, dann immer, weil es gut für uns ist. Gottes Wille ist gut für uns, für seine Geschöpfe und erst recht für seine Kinder. Er liebt uns und er weiß, was wir benötigen. Wir sind es, die diese Wahrheit immer wieder vergessen. Lass uns ein paar Tage im Leben anschauen, die einer von uns vielleicht genauso erlebt haben mag. Wir gehen unseres Weges, gedankenlos und in dem gewöhnlichen und zufriedenen Zustand von Sünde und fernab von Gott. Wir denken an die Geburtstagsfeier morgen und die Vorfreude durchzuckt unser Herz. Eine kleine Arbeit fällt uns ein, die wir heute erledigen wollen, und Selbstgefälligkeit umschmeichelt unser Ego. Wir denken an das neue Buch zu Hause auf dem Nachttisch und an den Urlaub, der schon vor der Tür steht. Ach, das wird wieder schön und ich habe es mir auch echt verdient. Als die Welt abrupt mit einer Vollbremsung zum Stehen kommt. Plötzlich ist da dieser stechende Schmerz in der Brust, der uns in die Knie zwingt und bei dem wir sofort spüren, das ist was Ernstes. Unser Kartenhaus fällt zusammen. Als wir im Krankenhaus liegen, sind wir wie erschlagen. Unser kleines Glück, gerade noch riesengroß und verheißungsvoll schimmernd im gleißenden Licht der Vorfreude, kommt uns vor wie ein zerbrochenes Spielzeug. Wir sind wie am Boden zerstört. Doch dann passiert es. Während wir im Bett liegen, kann Gott an uns arbeiten. Langsam, Schritt für Schritt, am Anfang vielleicht noch gegen unseren Willen, bringt er uns in die Verfassung, in der wir uns eigentlich jederzeit befinden sollten. Not lehrt beten. Not verschiebt den Fokus. Es kommt uns in Erinnerung, dass wir unser Herz nicht an das Spielzeug hängen sollen. Steht das nicht überall in der Bibel? Wir haben doch ein ganz anderes Gut. Unser Gut liegt in einer anderen Welt und unser einziger wirklicher Reichtum ist Christus. In ihm und nur in ihm finden wir alles, was wir benötigen. Wir besinnen uns auf Jesus, er wird uns wieder wichtiger und essentieller und um es mit den Worten von C.S. Lewis zu sagen, vielleicht gerät es uns durch Gottes Gnade für 1 oder 2 Tage zu einem Geschöpf zu werden, das sich bewusst Gott unterwirft und seine Kraft aus der wahren Quelle schöpft. Halleluja! Das ist ein Wunder. Und es ist uns zu wünschen, dass der Heilige Geist uns dieses Wunder immer wieder ins Bewusstsein ruft und uns erinnert. Wir brauchen das. Wir sind so schwach, so anfällig für unsere sündige Natur. Wir haben ihr so wenig entgegenzusetzen. Nur Jesus. Immer wieder Jesus. Denn wie geht's weiter? 2 Tage später ist der Schmerz verschwunden. Der Arzt sagt, es war doch nicht so schlimm, war nur ein Nerv eingeklemmt, das fühlt sich viel schlimmer an, als es ist. Puh.
Wir spüren, dass die Bedrohung sich verflüchtigt wie der Morgennebel an einem heißen Sommertag. Und ob wir wollen oder nicht, es dauert nicht lange und unsere Natur springt zurück zum Spielzeug. Schnapp, wie eine Feder, die in ihre Halterung zurückspringt. Hallo mein Freund, da bist du wieder. Wir kennen diese schmeichelnde Stimme, sie ist uns sehr vertraut, ein wenig niedergeschlagen und mit einem Hauch von schlechtem Gewissen, aber innerlich doch heilfroh und erleichtert mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein, setzen wir uns zum alten Adam, der uns freundlich einen Platz am Fenster neben sich freigehalten hat. Und dann machen wir wieder große Pläne für den Urlaub.